Er war über 20 Jahre hinweg Lehrstuhlinhaber für theoretische Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, außerdem viele Jahre lang Direktor des Düsseldorf Center for Logic and Philosophy of Science und zwischen 2016 und 2022 Präsident der Gesellschaft für Wissenschaftsphilosophie. Seit 2022 ist er Seniorprofessor und in seinem Vortrag stellt Herr Schurz jetzt die Verbindung her zwischen Wertneutralität und Wertengagement in den Wissenschaften durch die Methode der hypothetischen Werturteile. Der Kerngedanke: Es gibt nicht nur eine Moral, sondern unterschiedliche moralische Sichtweisen. Was das für demokratische Abwägungsprozesse in der Gesellschaft und die Rolle einer objektiven, aber wertengagierten Wissenschaft bedeutet, sagt uns jetzt Herr Schurz in seinem Vortrag Wertneutralität und Wertengagement in den Wissenschaften. Herr Schurz, wir freuen uns. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Die Wissenschaft in Bezug auf Werte steht in einem gewissen Dilemma. Einerseits will die Wissenschaft den Menschen dienen und ihnen helfen, ihre Interessen und Wertvorstellungen zu verwirklichen. Jedenfalls ist das heute mehr oder weniger unbestritten, war vielleicht vor 60 Jahren etwas anders. Zweitens strebt Wissenschaft nach objektiver Wahrheit und diese muss unparteilich und wertneutral sein. Das ist jedenfalls in der Wissenschaftsphilosophie heute umstritten, aber ich glaube vernünftig und gut begründbar. Und zwischen diesen beiden Zielsetzungen besteht das Problem, wie lassen sich diese beiden, also Wertengagement und Wertneutralität, als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler verbinden. Und mein Lösungsvorschlag lautet, durch hypothetische Werturteile, die auf Zweckmittelschlüssen basieren. Okay, das war eine Vortragsübersicht. Und wenn ich Werturteil sage, dann meine ich hier immer ein Urteil, das etwas mehr ist, wie zum Beispiel Rockmusik ist cool. Also ein Urteil, das intersubjektive und normative oder moralische Verbindlichkeit beansprucht. Also mehr als ein subjektives Geschmacksurteil. Zum Beispiel Freiheit ist ein Grundwert des deutschen Grundgesetzes. Dort wird dann aufgezählt Fortbewegungs-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit und so weiter. Das wäre so ein Werturteil. Gut. Zweiter Abschnitt, was ist denn unter Wertneutralität von Wissenschaft zu verstehen, im Gegensatz zu einer pauschalen Wertfreiheit? Gut, da muss man zunächst mal ein paar Missverständnisse ausräumen, die immer wieder aufkommen. Zum Beispiel wird eingewandt, dass Wissenschaft selbst ja auch auf Werten beruht, nämlich auf dem wissenschaftsinternen Wert, der Suche nach Wahrheit oder nach Wissen. Und das ist natürlich richtig, aber irrelevant, denn wenn wir von Wertneutralität sprechen, geht es immer nur um die Neutralität von Wissenschaft gegenüber sogenannten wissenschaftsexternen Wahrheiten, wie Gesundheit, Reichtum, Macht und so weiter. Zweitens, oft wird Wertneutralität, wie gesagt, zur Auffassung vergröbert, dass Werte in den empirischen Wissenschaften nichts zu suchen hätten. Das war so in den 70er Jahren, Wertfreiheit, ein Schlagwort. Und das ist eine Fehlformulierung oder ein Strohmann, den man leicht kritisieren kann. Das ist ein wichtiger Punkt von mir. Denn natürlich sollen Wissenschaft Anwendungen haben, nützlich sein und angewandte Wissenschaften können aus gegebenen fundamentalen Werten über Zweckmittelschlüsse abgeleitete Werte gewinnen. Also so hier ist die vereinfachte Form eines Zweckmittelschlusses. Ich kann durch faktisches Wissen feststellen, dass irgendeine Sache zu M unter gewissen Bedingungen ein notwendiges oder alternativ ein optimales Mittel zur Realisierung eines bestimmten Zweckes ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel, Zweck ist Klimaerwärmung, ja, angenommen, Zweck ist die Reduktion der Klimaerwärmung, meine ich. Und daraus folgt, das kann der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerinnen sagen, hypothetische Wertkonklusion, wenn ihr Z
als fundamentalen Wert oder Norm akzeptiert, und fundamental meint jetzt nur, dass das ein Ausgangswert ist, also nicht in irgendeinem tieferen Sinn, sondern einfach nicht, dass es kein aus anderen Werten hergeleiteter Zweck ist. Wenn ihr also, sagen wir, bis 2050 ist ja illusorisch, 2% maximale Klimaerwärmung wollt, dann müsst ihr, was weiß ich, bis 2050 zum Beispiel 60% der Primärenergie auf nicht fossil umgestellt haben. Ja? Ist einigermaßen realistisch. Ja? Und das ist die hypothetische Wertempfehlung, die der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin der Bevölkerung geben kann, ohne es selbst zu werten, ja? Aber trotzdem sozusagen sich als nützlich erweist. Und solche Mittelempfehlungen sind für den Nutzen von Wissenschaft von höchster Bedeutung. Was die Wertneutralitätsforderung nur ausschließt, ist, dass also Wissenschaft fundamentale, nicht abgeleitete Werte begründen kann. Ja. Und gut, und der dritte Punkt ist, dass oft darauf hingewiesen wird, dass ja, wenn man Wissenschaft als sozialen Prozess ansieht, dass es halt ja neben dem Begründungszusammenhang von Wissenschaft, also dem eigentlichen Argumentationszusammenhang, ja auch den Entstehungszusammenhang und den Verwertungszusammenhang von wissenschaftlichen Projekten gibt. Und natürlich, welche wissenschaftlichen Projekte finanziert werden, das entscheiden natürlich auch wesentlich externe Werte und erst recht, wie sie dann angewendet werden. Und auch da sagt die Wertneutralitätsforderung, dass man sich hier nur auf den Begründungszusammenhang bezieht. Und daher lautet die Wertneutralitätsforderung dann letztlich so, wie in dem Kästchen hier, also der Begründungszusammenhang von Wissenschaft, der sollte frei sein von fundamentalen wissenschaftsexternen Wertannahmen. Das ist sozusagen die Formulierung, die ich immer wieder vorschlage, wenn es um dieses Thema geht. Also hier ist das nochmal aufgezeichnet. Ja? Okay, gut. Und warum soll Wissenschaft wertneutral sein? Das muss man irgendwie auch beantworten. Also wie kann man das begründen? Na ja, gut, das ist schon so, das beruht auf zwei Komponenten. Einerseits auf der Auffassung, dass die Objektivität der Wissenschaft durch die empirische und analytische oder logische Methodologie geschaffen wird. Also das objektiv begründbare Wissen, nach dem Wissenschaft sucht, lässt sich eben verlässlich durch die erfahrungswissenschaftliche Methode erreichen. Und wenn ich analytisch erfahrungswissenschaftlich schreibe, dann meine ich, dass dann natürlich der gesamte mathematische Apparat, der in der Erfahrungswissenschaft sowieso hinein integriert wird, natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil ist. Aber nicht durch Intuitionen oder Glaubensannahmen. Ja? Das ist der Punkt 1, weswegen man überhaupt Wertneutralität möchte. Und der Punkt 2 ist, dass man, diese These geht auf David Hume, einem berühmten klassischen Philosophen, zurück, dass man eben, das nennt man auch die Sein-Sollen-Dichotomie, dass man aus reinen Faktenaussagen keine Wert- oder Normen erschließen kann, ohne ethische Prämissen vorauszusetzen. Also man braucht immer gewisse ethische Prämissen, wenn man vom Sein zum Sollen shiftet, was wir ja immer wieder tun. Und das ist ja auch okay, aber da braucht es immer gewisse ethische Annahmen. Also ganz ohne ethische Annahmen kann ich nicht von der Interessensmehrheit auf eine Norm schließen. Ja. Und letztlich, der Max Weber, ein wichtiger Begründer der sozialen Wissenschaften, hat das ja auch schon betont, indem er gesagt hat, der Max Weber war einer der Begründer der Soziologie. Und damals war auch so ein Streit, kann Soziologie überhaupt objektiv sein? Ja? Und Max Weber meinte, ja, also Werte beruhen immer auf subjektiven menschlichen Einstellungen und für Werturteile gibt es eben keine Ebene von Erfahrungstatsachen, an derer sich Werturteile jetzt objektiv begründen ließen, also interessensfrei, sondern Werturteile beziehen sich immer auf zugrunde liegende Interessen und Intuitionen und es liegt letztlich in der Freiheit der Menschen, sich zu gewissen Werten zu bekennen. Ja. Und hier ein Beispiel aus der Corona-Pandemie, mit der ich mich damals auch ein bisschen beschäftigt habe vor einigen Jahren. Also medizinische Experten können uns zwar sagen, welche einschränkenden Maßnahmen die Covid-Erkrankungsraten so und so niedrig halten können. Also es gibt so Berechnungen, wie viel durch einen 3-monatigen Lockdown im Jahre 2021 die Covid-Erkrankungsrate und die Todesrate wahrscheinlich mit Konfidenzintervall gesenkt werden könnte.
Nun, aber ob diese Maßnahme also implementiert werden soll, also ob die Kosten zum Beispiel eines Lockdowns, die damit erreichten Wirkungen wert sind, das ist keine Faktenfrage, sondern eine Wertentscheidung. Jetzt kann man natürlich die Seitenfrage stellen, ja, aber Herr Schurz, wie lassen sich Werte überhaupt objektiv begründen? Dazu musst du ja als Philosoph auch was sagen können. Ja? Man kann nicht sagen, Werte sind irrational, sicher nicht. Ja? Man kann, also wenn man jetzt nicht von einem kreationistischen, religiösen Standpunkt ausgeht, was ich ja nicht tue, ja? Dann ist doch die einzige Möglichkeit, wirklich zu zeigen, dass gewisse Werte streng intersubjektiv sind, also für alle Menschen in allen Kulturen Geltung haben müssten, dass sie auf Interessen beruhen, die von allen Menschen in allen Kulturen geteilt werden und mit keinen anderen Interessen konfligieren. Ja? Aber solche Werte gibt es vielleicht einige, aber wenige. Die meisten Wertentscheidungen involvieren eben neben Vernunftgesichtspunkten, die sind natürlich immer wichtig, weil es auf die Konsequenzen unserer Handlungen ankommt, aber involvieren eben auch subjektive Faktoren, besonders wenn es um die Abwägung von gleichrangigen Werten geht. Und hier wieder ein Beispiel aus der Corona-Pandemie. Also die hat ja eine Abwägung zwischen gleichrangigen Grundwerten erzwungen. Gesundheit auf der einen Seite versus Freiheit und Lebensqualität auf der anderen Seite. Und die Frage, wie viel Einschränkung von Freiheit und Lebensqualität ist hier eigentlich die Senkung der Corona-bedingten Erkrankungs- und Todesraten um weniger als 1 Promille jetzt, von der Gesamtbevölkerung ausgehend. Aber immerhin, sind ein paar Zehntausende, wäre dir das wert, also dass du jetzt 3 Monate lang also deine Enkel nicht mehr siehst und auch nicht mehr rausgehst und so weiter. Und so eine Wertentscheidung involviert einen subjektiven Faktor, unvermeidlich. Daher können, das ist halt die These, die ich vertrete, solche Wertentscheidungen nicht von Experten vorgeschrieben werden, so wichtig Expertenwissen für die Bewertung der Handlungskonsequenzen auch ist. Ne? Das ist nicht in Frage gestellt. Aber sie können eben nicht vorgeschrieben werden, sondern sollen demokratisch an mehrheitsfähige Interessenslagen rückgebunden werden. Okay. Gut. Ja, und das wäre so die These. Und was folgt daraus für die Wissenschaft? Ja, eben Folgendes. Also die Debatte wird oft so geführt, Wertfreiheit gibt es nicht, Wissenschaftler sollen ja werten, daher gibt es sozusagen, ist die Wertneutralität gestorben. Ja? Aber weder noch, was folgt für die Wissenschaft? Wertneutralität verlangt von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eben nicht, sich Werturteile zu enthalten, wohl aber Faktenwissen und Werturteile zu trennen und normative Empfehlungen nicht im kategorischen Modus, also du sollst oder du sollst nicht, sondern im hypothetischen Modus formulieren. Wenn die und die Werte angenommen werden, dann soll so und so gehandelt werden. Und die dabei angenommenen Ausgangswerte oder Zwecke sollen von den Anwendungen der Wissenschaft kommen. Also diese Ausgangswerte, diese Wenn-Bedingung, die soll nicht von den Wissenschaftlerinnen kommen, sondern von den Usern of Science. Ja? Oder also von der Bevölkerung oder deren politischen Repräsentanten meistens. Und das hat natürlich eine demokratische Funktion, die mir wichtig ist, nämlich, dass durch die Offenlegung der Wertannahmen, die einer Expertenempfehlung zugrunde liegen, ja, dass die erst den Anwendungen die Prüfung ermöglicht, ob es sich dabei wirklich um die eigenen Werte handelt. Ja, und im Fall der divergierenden Werteinstellungen in der Bevölkerung, also wenn es um Wertfragen geht, wo es in der Bevölkerung stark divergierende Werteinstellungen gibt, was ja in unseren polarisierten Gesellschaften häufig der Fall ist, dann sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch eine Pluralität von solchen Wertannahmen und in Form von alternativen Handlungsoptionen zur Sprache kommen lassen. Das wäre so die Idee. Das möchte ich auch an der Corona-Pandemie illustrieren. Also es gab in einer Arbeitsgruppe der Leopoldina Ende 2020 eine Stellungnahme
die der Forderung der Wertneutralität nicht entsprach. Darin hieß es, ein harter Lockdown sei aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, was dann innerhalb der Leopoldina zu einer kritischen Auseinandersetzung geführt hat. Gab es auch einen Workshop, wo ich damals auch teilgenommen habe. Und die Hauptkritik war, dass es sich da um eine unzulässige kategorische Formulierung in einem Sein-Sollen-Fehlschluss gehandelt hat. Zulässig gewesen wäre eben nur die hypothetische Formulierung, wenn die Reduktion der Infektions- und Todesraten um den und den Prozentsatz, also Promillesatz, es kommt darauf an, worauf man das bezieht, hier umgehen mit Zahlen, ja, bezieht man das auf die Anzahl der Erkrankten, ja, wie viel Prozent von denen durch einen 3-monatigen Lockdown reduziert werden würde, oder auf die Anzahl der Gesamtbevölkerung, macht natürlich einen riesen Unterschied aus. Ja. Aber wenn das gewollt ist, dann ist ein Lockdown angeraten. Und die Stellungnahme der Leopoldina ein Jahr später hat tatsächlich bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Das war also auch wieder diese spezielle Arbeitsgruppe, die das dann gemacht hat. Die hat das dann schon was aus diesem Diskussionsprozess, der da stattgefunden hat, gelernt. Denn damals wurden dann 2 Optionen vorgestellt. Einerseits rigide Lockdown in Regionen mit hoher Inzidenz wurde empfohlen, oder Option 2, sanktionierte 2G, also Impfungsregeln und Kontaktbeschränkung nur für Ungeimpfte. Und im Schlussabschnitt wurde auch eingeräumt, dass die Entscheidung hier eine schwierige Wertentscheidung sei. Also so stelle ich mir also eine wissenschaftliche Handlungs- oder politikberatende Empfehlung viel besser und gut vor. So sollte sie aussehen. Genau. Und natürlich hat es auch Konsequenzen für den Zweckmittelschluss, den ich vorhin angeführt habe, denn der Zweckmittelschluss ist eigentlich etwas komplizierter darzustellen, denn es ist ja so, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt, ja, das ist wichtig. Das heißt eigentlich, was die Wissenschaftler machen müssten, ist also, dass sie sagen, unter den gegebenen Bedingungen gibt es für den und einen Zweck, ja, Gesundheitsvorsorge oder sagen wir mal Klimasenkung, ja, also sagen wir mal Temperatursenkung, keine Ahnung, also, ja, es gäbe die und die möglichen Maßnahmen oder Mittel und die haben die und die Nebenfolgen, ja. Und hypothetische Wertkonklusion war ja, wenn ihr also Z als fundamentalen Wert, also das Grundwert akzeptiert, das wollt, und wenn wir eine Kosten-Nutzen-Bewertung annehmen, wo also ein bestimmtes Mittel also optimal ist, das heißt, die Kosten dieses Mittels kleiner sind als alle alternativen Mittel, wenn ihr diese Kosten-Nutzen-Bewertung, wenn das die eure ist, dann würden wir euch dieses Mittel empfehlen. Ja. Genau. Okay. Also so ungefähr ist meine Überlegung zu diesem, was es bedeutet, eine hypothetische Wertempfehlung zu machen. Also wenn ihr die und die Ziele habt und wenn ihr die Nebenfolgen weniger stark gewichtet, also die Kosten weniger gewichtet als den Nutzen, dann ist die Maßnahme aus wissenschaftlicher Sicht optimal. Gut, abschließend, das ist jetzt der abschließende Sektor, komme ich jetzt noch zu folgendem Thema. Wahrscheinlichkeitsaussagen. Wissenschaftliche Aussagen sind ja immer unsicher und die Frage ist, soll man aus Wahrscheinlichkeitsaussagen kategorische Urteile machen? Und da gab es in der jüngeren anglophonen also in der jüngeren Werturteilskontroverse ein neues Argument, und zwar ein neues Argument gegen die Wertneutralität, weil es gab in der Wissenschaftsphilosophie auch viele Wissenschaftsphilosophinnen und Philosophen, die gegen die Wertneutralität argumentiert haben, ja, oder gegen die Wertfreiheit eigentlich. Und eins dieser neuen Argumente, diese Debatte ist übrigens in dem von mir und Martin Carré herausgegebenen Sammelband bei Suhrkamp abgedruckt. Eins dieser Argumente lautet so, und das ist, glaube ich, auch für Risikoforschung, für die Präsentation solcher Ergebnisse wichtig. Also es wurde argumentiert, dass wissenschaftliche Urteile, Prognosen ja immer unsicher sind, dass sich aber andererseits Bevölkerung und Politiker von Experten sicheres Wissen erwarten.
Also sowas wie kategorische Ja-Nein-Urteile, so ist es, ohne die Irrtumswahrscheinlichkeiten wirklich stark anzuführen. Jetzt hängt aber die Frage, ob ein Irrtumsrisiko noch tolerierbar ist, das hängt von externen Werteinstellungen ab. Also wie schwer wiegt im Irrtumsfall das in Kauf genommene Risiko? Da aber gemäß dem Argument dieser Werturteilsbefürworter die Entscheidung sozusagen die Wissenschaftler fällen sollen, indem sie kategorische Urteile fällen, du sollst das und das tun, ja, wir sollen, also was weiß ich, zum Beispiel alle impfen, wir sollen die Impfpflicht einführen zum Beispiel, oder wir sollen, keine Ahnung, wenn Wissenschaftler solche Urteile fällen, dann nehmen sie gewisse externe Kosten-Nutzen-Überlegungen an. Und daher, so das Argument, sind wissenschaftliche kategorische Urteile immer auch von externen Werten abhängig. Und hier ist ein gutes Beispiel. Der Erdbebenprozess in L'Aquila 2009, da ist Folgendes war aber der Fall. Also die Experten gaben damals Entwarnung. Es hieß, es wird kein Erdbeben stattfinden, daher ist keine Evakuierung nötig. So wurde es kommuniziert von den Medien. Anstatt dass sie sagten, die gemessene Erdstoßaktivität ist leicht, aber nicht signifikant erhöht, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%, dass dennoch ein Erdbeben eintreten wird. Das war nämlich das, was der Fall war, damals in L'Aquila. In L'Aquila, in Italien, in der Abruzzen-Region. Und es kam aber dann dennoch zum Erdbeben und über 300 Menschen starben. Und die Staatsanwaltschaft, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, verurteilte 6 Experten und einen Lokalpolitiker in erster Instanz zu 6 Jahren Haft. Und die Wissenschaftswelt war damals schockiert und es geisterte durch alle Medien. Nun, das Urteil wurde dann 2014 revidiert. Nur der Lokalpolitiker wurde wegen vorschneller Entwarnung verhaftet. Und die 6 Experten konnten sich vor Gericht verteidigen, indem sie gesagt haben, wir haben ja nur eine Nicht-Signifikanz-Aussage gemacht, die aber fälschlicherweise als Entwarnung verstanden wurde. Ja? Wir haben ja nur gesagt, die Erdstoßaktivität ist nicht signifikant erhöht. Ja? Was zutraf. Gut, wie auch immer. Ich meine, man hätte dafür sorgen können, dass es dieses Missverständnis nicht gibt, ja? Dass das Entwarnung ist. Die kategorische Einstufung jedenfalls von Risiken als noch akzeptabel oder inakzeptabel kann, ich glaube, das zeigt diese Geschichte, nicht das Geschäft der Wissenschaftler sein. Und sollte auch nicht sein, dann niemand keinesfalls dafür die Verantwortung übernehmen können. Ja? Denn ob eine Erdbebenwahrscheinlichkeit von 5% sozusagen noch tolerabel ist, um keine Evakuierung zu machen oder schon eine Evakuierung veranlasst, das hängt von den betroffenen Kosten-Nutzen-Verhältnissen ab. Ja? Also es kommt ganz darauf an, welche Lebensrisiken damit verbunden sind, wie die Häuser gebaut sind und so weiter. Das müssen letztlich die Menschen selbst entscheiden, die Betroffenen. Also meine Konklusion, Wissenschaftlerinnen sollten unsichere Tatsachenurteile nicht kategorisch fällen, sondern immer in unsicherheitstransparenter Weise. Das heißt, dieses Argument, dass man die Irrtumswahrscheinlichkeiten verschweigt, um sicheres Wissen vorzutäuschen, das weise ich zurück. Das hat mit Aufklärung eben nichts zu tun. Also es sollte eine explizite Information über das Irrtumsrisiko geben, aber, und darin haben jetzt diese Autoren wiederum recht, ja, es genügt sicherlich nicht, einfach nur zu sagen, es ist nicht signifikant, weil der Laie versteht die Bedeutung von Signifikanzurteilen nicht wirklich. Ja. Sondern man muss Irrtumsrisiken praktisch verdeutlichen, und jetzt bin ich wieder bei den hypothetischen Wertaussagen, nämlich durch hypothetische Risikobewertungen. Zum Beispiel, indem man Folgendes sagt: Eine Erdbebenwahrscheinlichkeit von 5% zu tolerieren ist unvernünftig, sobald die Kosten eines Erdbebens, also inklusive der gesundheitlichen Gefahr, die Evakuierungskosten, also die Kosten einer Evakuierung, um mindestens das 20-fache übersteigen. Ja? So auf ähnliche Weise kann man das verdeutlichen. Und ich denke, ähnliche Überlegungen gelten auch für die Frage der Gesundheitsrisiken von biochemischen Präparaten. Das wäre zum Beispiel die Glyphosat-Kontroverse, die schon angesprochen wurde, in das Bundesinstitut für Risikoforschung ja involviert war.
Glyphosat ist nicht krebserregend. Wenn man sowas sagt, ist nicht krebserregend und damit meint, es besteht kein signifikanter Zusammenhang, das sollte besser ersetzt werden durch, ist höchstwahrscheinlich nicht krebserregend, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von zum Beispiel 5%. Wobei diese Irrtumswahrscheinlichkeit in dem Fall die Wahrscheinlichkeit eines Beta-Fehlers bezeichnet, der abhängig von der Effektstärke ist und in statistischen Untersuchungen meistens nicht angegeben wird. Aber wünschenswert wäre es. Ich komme zu den Schlussempfehlungen, die letzte Folie. Die Schlussempfehlungen für wissenschaftliche Politikberatung: Faktenwissen und Wertaussagen sollten also getrennt werden. Das ist Punkt 1. Zweitens, Handlungsempfehlungen sollten explizit auf hypothetisch angenommene Wertpräferenzen oder Kosten-Nutzen-Bilanzen bezogen werden. Also diese im Hintergrund stehenden Wertannahmen sollten explizit gemacht werden, ja, von den Wissenschaftlern, die solche Wertempfehlungen vornehmen. Und soweit angemessen ist dabei eine Wertepluralität im Sinne unterschiedlicher Optionen zu berücksichtigen. Und die Empfehlung verfolgt 3 Ziele. Die Objektivität und die Unparteilichkeit von Wissenschaft wird auf diese Weise am besten bewahrt. Das ist natürlich klar. Aber wollen wir das? Ich denke ja. Denn zweitens, die Trennung von Fakten und Werten ist Voraussetzung für jede überzeugende Abgrenzung von True Fakes versus Fake Facts. Von True Facts versus Fake Facts. Und damit für die Zurückdrängung von Wissenschaftsleugnung und Querdenkertum. Ja? Also das ist ganz wichtig, weil in unserer Zeit sozusagen die ganze Fake-Fact-Bewegung und die ganze Kontroverse kam damit hoch, dass in diesen ganzen Expertenurteile so gegenseitige Werturteile anscheinend involviert waren. Und last but not least stützt dies auch die Vertrauenswürdigkeit von Expertenurteilen in der Bevölkerung. Danke sehr, damit bin ich zu Ende. Ich glaube, ich bin in der Zeit. Herzlichen Dank, Herr Schott.